In diesem Video malen wir ein paar Grafiken für unsere abstrakten Bilder in Procreate. In dem Kurs Male abstrakte Bilder in Procreate haben wir ja schon ein paar Grafiken erstellt, die wir dann für die abstrakten Bilder nutzen. Aber das ist alles in dem Kurs. Wenn du mehr darüber wissen willst, klick auf den Link in der Infobox. Dann kannst du dir einmal den Kurs anschauen, den es einzeln zu kaufen gibt oder aber in unserer Safari Lounge ist. Da gibt es dann noch Coaching von mir dazu und noch ein paar andere Sachen inklusive allen Kursen, die wir jemals erstellt haben. In diesem Video dagegen werden wir jetzt einfach in Procreate uns mal eine Leinwand erstellen und dann werden wir ein paar Kakteen malen, die wir auch wiederum für die Serie Desert, also Wüste, nutzen können und dann einige Sachen malen können. Natürlich kannst du so viele Grafiken malen, wie du möchtest. Ich male jetzt hier einfach mal 1, 2, 3 Stück und die kannst du dann weiter verwenden. Du kannst sie auf meiner Webseite herunterladen. Auch das verlinke ich hier in der Infobox. Und dafür musst du dich in den Newsletter eintragen. Es ist komplett kostenlos, also es gibt es für 0 Euro. Aber du musst dich in den Newsletter eintragen, dann bekommst du einen Link und ein Passwort zugeschickt. Dann kannst du es runterladen und du kannst dich natürlich auch sofort wieder austragen. Ja, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt hier in Procreate und ich klicke hier oben rechts auf das Pluszeichen und möchte eine neue Leinwand erstellen. Und das mache ich hier oben mit diesem Pluszeichen. Und dann kann ich hier einstellen, wie groß meine Leinwand sein soll. Ich mache die jetzt in 4000 x 4000, das ist schon ziemlich groß. Dann kann man auf jeden Fall schon mal groß malen und hat auch eine große Auflösung mit 300 dpi, sodass ich ja auch recht groß ausdrucken kann später. Und da es hier um den Druck geht, muss ich natürlich auch das richtige Farbprofil wählen. Ich nehme nicht RGB, weil das ist für alles, was auf dem Computerbildschirm stattfindet, während CMYK alles ist, was man ausdrucken kann. Und deswegen werden wir das jetzt hier einmal ausdrucken. Also wenn du die Leinwandgröße ändern möchtest, kannst du das hier drüber tun. Einfach hier reinklicken und dann hier eine neue Zahl eingeben. Ich klicke jetzt hier einmal auf Erstellen und habe dann meine Leinwand. Ich mache das immer folgendermaßen. Ich gehe meistens zu Pinterest. Wir haben ja auf Pinterest eine Leinwand, die heißt abstrakte Bilder. Auch die verlinke ich hier in der Infobox. Kannst du dir vielleicht auch dort selber etwas raussuchen. Ich mache einfach Screenshots davon und lade mir die hier in Procreate rein. Nicht zum Abmalen, sondern wirklich nur, um inspiriert zu werden. Das machen wir jetzt einmal. Ich klicke hier auf das kleine Werkzeug und dann hier Foto hinzufügen und hole mir das Bild hier rein. Das kann ich dann ziemlich groß machen oder klein machen, je nachdem wie du das brauchst. Aber ich möchte jetzt hier einmal die Kakteen sehen, richtig gut. Ja, man kann das jetzt natürlich immer abmalen, klar. Ich mache mir einfach einen neuen Layer drüber und dann kann ich das genauso malen, wie es hier ist. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Aktion, ne? Ich möchte ja nicht kopieren, ich möchte ja nur inspiriert werden. Also mache ich mir eine neue Ebene und dann male ich hier einfach meinen Kaktus selber. Hier unter Pinsel habe ich jetzt hier einen Pinsel, ja einen Tuschepinsel im Prinzip. Du kannst hier nehmen, was immer es hier gibt. Hier gibt es Tinte. Ja, da kann man immer einen von nehmen, hier vielleicht den Tuschepinsel wirklich und kann damit malen. Ich nehme immer einen, der nicht ausgefranst ist. Das ist immer eine gute Sache für solche Zeichnungen. Später kann ich das immer noch weiter verfeinern. Gerade hier sind ja so kleine, hier so kleine Zipfel noch dran. Also wahrscheinlich kleine Kakteenschnipsel sozusagen, also was gerade hier wächst. Das malen wir gleich auch noch da dran. Auf jeden Fall stell sicher, dass du auf einer neuen Ebene bist und dann kannst du auch schon loslegen. Also ich male mir erst einmal grob die Form vor. Du kannst das natürlich auch immer mit einem kleineren Pinsel machen oder einem größeren, je nachdem, wie es für dich besser ist. Ich nehme immer eigentlich einen relativ großen, wie du sehen kannst, und werde das Ganze, ich kann das einmal stillhalten, dann wird das Ganze gerade, beziehungsweise in dem Fall ein bisschen eckig, aber das möchte ich nicht, das ist ja Natur, ne? Deswegen darf das ruhig so ein bisschen krisselig sein, sage ich jetzt mal.
Und wenn es nicht passt, ja, male ich nochmal drum rum. Und dann können wir das auch gleich immer noch verändern. Also jetzt fülle ich das Ganze mal einfach hier mit Farbe, indem ich hier meine Vordergrundfarbe, also einfach hier reinziehe. Jetzt kann es natürlich immer noch sein, dass es irgendwo ein bisschen Farbe fehlt. Deswegen stelle ich einfach mal hier mein Plakat, also mein Bild aus und zoome hier rein. Und du siehst schon, hier fehlt ein bisschen was. Ja, dann ist das natürlich auch alles nicht so schön rund. Also gehe ich nochmal drüber. Musst du einfach eine ruhige Hand beweisen. Wenn nicht, kannst du auch immer noch mal zurückgehen. Mit 2 Fingern kann man das ungeschehen machen und gucken, wo man das dann wirklich haben möchte. Du kannst natürlich auch immer alles wegradieren. Das geht natürlich auch noch, zeige ich dir sofort. Also angenommen, wir malen jetzt hier mal so einen Strich und das ist mir zu breit, dann kann ich hier drauf gehen. Wenn ich jetzt hier länger drauf drücke, dann übernimmt er den Pinsel. Und dann kann ich mit demselben Pinsel, mit dem ich gerade gemalt habe, auch radieren. So, kann ich jetzt mal gucken, was möchte ich davon behalten, was nicht. Ich gehe jetzt wieder rüber, weil das ist mir jetzt hier zu dünn geworden. Gehe ich nochmal dahin. So. So, jetzt machen wir das nochmal an und sehen hier an dem Kaktus, der hat noch so kleine, ja, Zweige sozusagen dran und hier irgendwas, was wächst, das können wir auch. Also machen wir die auch mal dran. Ich mache das wieder aus. So charakteristisch ist immer, dass das Ganze hier schön rund ist oben. Deswegen, wenn das bei dir nicht so rund geworden ist, 2 Finger, kannst du das immer ganz einfach wegmachen oder nochmal machen. Und füllen tue ich eigentlich immer hier mit diesem ja, ich ziehe einfach meine Farbe hier rüber und fülle das dann damit. Jetzt ist das hier ein bisschen klein, deswegen geht das nicht so gut. Muss ich dann per Hand machen. Aber im Großen und Ganzen mache ich es nicht per Hand, damit eben nicht keine Lücken bleiben. Immer noch mal reinzoomen und gucken, weil manchmal gibt es dann so Ecken. Das sieht dann unschön aus. Ja, ein paar mehr Zweige darf er hier sozusagen noch haben. Und diese klitzekleinen Zweige, die kommen hier auch noch dran, die auch ziemlich dünn sind. So, und damit ist auch unser Kaktus schon fertig. Ich kann ihn jetzt kleiner machen und schiebe den einfach mal hier rüber und male jetzt noch einen eigenen. Und im Prinzip machst du jetzt einfach so weiter, bis du glaubst, genug zu haben für deine Bilder. Oder wie gesagt, gehst zur Webseite und lädst dir das alles runter. Das geht natürlich auch. Und dann kannst du sofort loslegen, diese Bilder zusammenzusetzen. Ich erstelle mir dazu jetzt wieder einen neuen Layer, eine neue Ebene hier. Und mal hier jetzt nochmal einen anderen Kaktus. Ich male den auch wieder ziemlich groß erstmal. Und keine Sorge, ne, der wird meistens völlig anders als der davor. Und so soll es auch eigentlich sein, weil du willst ja nicht alles gleich haben. Und wieder reinzoomen, gucken, ob man hier noch mal was verbessern kann. Und dann kommen auch schon hier die kleinen Zweige, die Triebe wieder dran. Und keine Sorge, wenn nicht alles hundertprozentig aussieht, es ist ja die Natur, ne? Die ist selten 100%, deswegen passt das schon alles so. Jetzt haben wir 2
Grafiken erstellt. Du sollst und kannst natürlich noch viel, viel mehr machen. Geh immer zu Pinterest, such dir raus, was dazu noch passt, womit du noch weiter was brauchst für dein Bild und ja, expandiere deine Bibliothek an Grafiken einfach. Kannst du dir hier alle abspeichern. Du kannst die immer einzeln aus dem Dokument rauskopieren. Ich zeige dir das nochmal ganz kurz. Dazu gehst du einfach auf die entsprechende Ebene, nimmst 3 Finger, streichst einmal drüber, dann kommt hier ein Menü und dann gehst du auf Kopieren und kannst dann ein neues Dokument erstellen. Ich erstelle jetzt mal einfach hier eins. Gehst wieder mit 3 Fingern rein und sagst einfügen und schon hast du die Grafik in einem neuen Dokument. Gar kein Problem. Natürlich kannst du diese Grafiken auch einzeln exportieren und wenn du das tust, kannst du die dann natürlich auch in einem Vektorprogramm öffnen oder vektorisieren, zum Beispiel in Illustrator, und kannst die von da aus weiterverwenden. Ja, das alles zeige ich in dem Kurs. Den Link findest du in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und du wirst erstmal inspiriert, um ein bisschen zu malen. Wie gesagt, du brauchst dafür gar kein Künstler zu sein. Das sind einfache Formen, die du hier ganz schnell malen kannst. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.